Berlin-Mitte, Touristenmagnet, Ausgehviertel, Kreativ-Hotspot, Hipster-Hochburg Deutschlands und der Ursprung der Stadt Berlin. Wohl kaum ein Stadtteil ist so durchmischt, so sehr vom Wandel geprägt und von den einen sehr geliebt, aber auch umstritten bei den anderen. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu Einfach Dein Kiez. Heute sind wir im Gebiet rund um den Rosenthaler Platz, der sogenannten Rosenthaler Vorstadt unterwegs, und die ist, wie viele wissen, sehr international. Deswegen möchten wir heute auch ein Augenmerk auf das Thema Expats werfen, also Menschen aus aller Welt, die nach Berlin kommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Aber erst einmal wollen wir die Menschen auf der Straße fragen, was die Gegend hier so besonders und lebenswert macht. Es ist Wahnsinn, was aus diesem Bezirk geworden ist. Ja. Der war ein bisschen schmuddelig früher. Ja. Also es war nichts los. Wir hatten den Park für uns hier. Ja, also früher war ja Und nie jetzt, sowas. man ist erstaunt, viele junge Leute, viele Nationen, ganz bunt. Ja, Schön. schön, ja. Ja. Du hast diese ganzen Parks, du hast diese ganzen kleinen Cafés, diese Ecken, diese Plätze, diese unterschiedlichen. Und ich habe in jedem Spot, wo ich bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin wieder im Urlaub. Und das kann Mitte besonders gut, weil da alles irgendwie so ein bisschen zusammenläuft, auch obwohl man das gar nicht glaubt, weil Berlin so eine weitläufige Stadt ist irgendwie. Wenn die Pandemie hier vorbei ist, dann müsst ihr alle ins Theater gehen. Nach Mitte kommen und jedes Theater abklappern. Und mit Leuten quatschen, euch Kultur angucken, und neue Begegnungen machen und über Sachen euch Gedanken machen, über die ihr lange nicht mehr nachgedacht habt. Berlin hatte schon immer eine große internationale Anziehungskraft. Das liegt an der bewegten Geschichte, aber auch an der Vielschichtigkeit und dem kreativen Chaos hier. Heute treffen wir uns mit den MacherInnen des ExBerliner Magazins, reden mit ihnen über ihre Sicht auf die Stadt und über die Notwendigkeit einer englischsprachigen Stimme hier. Hi Nadia, nice to meet you. So, what is ExBerliner? Who founded it and how did it start? ExBerliner. That's a magazine. So the story started 19 years ago when two journalists and myself, coming from different parts of the world, landed in Berlin like many other people, looked around, no English press around. We had no idea what it meant to actually start a magazine, what was involved. We just thought, well, this is Berlin. 2002, everything's possible, we can do it. That probably explains a lot the name of the magazine, which is very surprising for especially German people. Always say, oh, ExBerliner, and we always have like older, especially German people come to us and been, oh, ich bin ein ExBerliner, ich wohne jetzt in Düsseldorf or something, and say, no, this is for Berlin people. And the first response we got was 2002, still a fax from a lawyer that tells us, well, sorry guys, but that name, we called it the Berliner. We thought, the New Yorker, we were the Berliner for like 2 days, now we the ex-Berliner. So it's kind of like we're no more Berliner. And at the same time, we thought it would probably work well with expat, exile. Well, so at the end of the day, I think it's probably a more interesting name. Who do you address and who's reading your magazine? Good question. I think pretty much anyone who wants to read something a little bit different as well, because we have our own brand of journalism. We do, we have this kind of monthly monthly formats, which are pretty kind of really specific with a topic and a theme every time. And we do very kind of good old journalism, as we call it. We're trying to be the English language voice of Berlin. Okay, but what are the topics you're writing about then? Is it like everything? Yes. What was going on? Here it was like, well, obviously about pets in Berlin. I don't know whether you've noticed, but with the lockdown, many pets in Berlin. So everything from pigeons to, doggies and catsies and everything. Sex, of course, everyone wants to, but could be really anything. Any story from Berlin is an interesting story for us. Right now, Berlin is losing Germans, but getting more and more international people. And international people who come here, they primarily speak English. What does Berlin make a place to be in the world? What's interesting is like the young people who come here still have this feeling of
everything's possible. This kind of like, you know, kind of freedom and space. I think the idea of space is really interesting in Berlin. There's a lot of space and mind space as well. And a lot of people who are kind of likely minded, you know, like likewise minded, who do a lot of like arts and cultural, all kind of like cultural endeavors. It's affordable. It's not that expensive like London, like Paris and so on, I think. That's kind of interesting discussion, right? Because people who live here, we've been like saying how much, you know, how crazy the rents went up. Still, if you compare to Paris, London, or New York. Even Hamburg or Munich. Exactly. Yeah. So your magazine is located right here in Berlin-Mitte. Why is that? And what is your personal connection to this district / Kiez? We moved to this beautiful Plattenbau. We call it a vintage Plattenbau. And that was like over 10 years ago now. And that was totally random. Everything is very gentrified around. The Alterschönazer Straße is one of the most expensive retail streets right now. But right next to that, we live in this Plattenbau where like flats are very cheap still. And the people who moved there are obviously not rich people. And now we have a very good cross-section of very old Berliners, newcomers, some kind of probably from like refugee families as well. And we kind of all live in this kind of multi-social environment, which makes it actually very nice. You said you're becoming 19 years old, so you're still a teenager, but you're leaving the range of being a teenager and become a twin now. Since January, we kind of decided to go to kind of sell under the flag of like the TIP Berlin Media Group. The idea was to really join forces, to have two city magazines to kind of boost each other, and to have the German city magazine, you know, like with the German readership, and being the English voice with the English readership. And we have so many projects that it's a little bit insane. Nadia, thank you for taking the time. That's it. We wish you all the best for the future. And can I subscribe this, or do I have it to buy regular in the store? You can subscribe. I can subscribe. Yeah, it's much better. Probably should. I probably should. I will. Das Zentrum für bewegte Kunst betitelt sich selbst als künstlerisches Projekt mit sozialer Verantwortung für eine inklusive Gesellschaft. Das klingt nach einem spannenden Verein, und wohin die Reise gehen soll, darüber erfahren wir jetzt mehr von Michael Piegel-Andres, dem Initiator des Vereins. Also den Zirkus gibt es seit 1997, Circus Sonnenstich, den Verein. Wir haben es selbstständig gemacht vom Theater Rambazamba 2011, weil wir diese unglaubliche Kraft, die in den Artisten steckt, bemerkt haben. Seit 2014 eine eigene Weiterbildungsreihe entwickelt, die inklusiv ist, in der die Artisten, die heute auch hier am Start waren, als Assistenztrainer mitwirken. Und aus dem heraus ist eine ganz eigene Didaktik geworden, eine inklusive Didaktik für Bewegungskünste. Und mit dieser Didaktik bilden wir unsere Artisten mit Trisomie 21 aus, und sie sind eben auch Assistenztrainer. Für Circus Sonnenstich ist die eindeutige Idee, ist ein Sonnenstich, ein Stich für die Gesellschaft. Wir sind kein Sonnenschein. Wir zeigen mit den Artisten gemeinsam auf, was für eine wunderbare Kraft diese Menschen haben. Und mit dem Zentrum für bewegte Kunst haben wir eine eindeutige politische Aussage. Wir sagen, jeder Mensch hat das Recht, im Zentrum der Gesellschaft zu stehen, ganz zentral gefördert zu werden. Und das ZBK bietet eben den Raum, dass sich Menschen eben bis zu einer Exzellenz entwickeln können. Eigentlich richtet sich die Arbeit an die Gesellschaft. Natürlich arbeiten wir zunächst mit vielen Menschen, die eine sogenannte Behinderung haben, aber wir arbeiten sehr viel mit inklusiven Teams und Tandems, und wir können mit dieser Arbeit eigentlich fast alles abdecken, sowohl sozialpädagogische Projekte, wir haben Shows mit inklusiven Ensembles, die auch im internationalen Kontext spielen, wir coachen Projekte in Deutschland und international. Also das Bundesverdienstkreuz, das ist mir verliehen worden, weil es personengebunden ist. Ich habe es gleichzeitig allen Trainern, unserem gesamten Team und allen Artisten vor allen Dingen gewidmet, weil ich glaube, ich hätte nie auf so innovative Ideen kommen können mit so einem Team, mit dem wir arbeiten, wenn wir nicht mit diesen besonderen Menschen hätten arbeiten können. Und ich glaube, es ist gewürdigt worden, dass wir nicht nur eine künstlerische Arbeit machen, sondern unsere Arbeit immer mit einem gesellschaftlichen Auftrag verstehen. Also im Kiez sind wir sehr besonders verankert über das Chamäleon-Theater hier um die Ecke.
Und was mir total daran gefällt, ist, wir sind hier in Mitte. Und ich finde, Menschen auch mit Behinderung, die haben auch das Recht, in der Mitte der Gesellschaft zu sein. Und durch den Ort, den wir haben, können wir das auch vermitteln. Unser Zirkus wird nächstes Jahr 25 Jahre alt, ein Vierteljahrhundert. Das ist unglaublich. Manchmal kommt einem das kurz vor, manchmal denkt man, das ist lange her. Aber was toll ist, da ist so eine Kraft gewachsen. Und ich glaube, trotz Corona, wir werden zu unserem Jubiläum eine wahnsinnig tolle Fotoausstellung haben. Es wird ein Film entstehen, Akrobaten des Glücks. Wir werden ein inklusives Fitnessprogramm präsentieren. Wir sind mitten in unserem Ausbildungsprojekt, wo wir der Gesellschaft zeigen, Menschen mit Trisomie 21 können auch im Bereich Zirkus zum Trainer ausgebildet werden. Und ich glaube, das wird total toll und wichtig, nochmal gesellschaftlich zu zeigen. Und ich hoffe sehr, dass dann die Politik auch noch verstehen wird, was für ein Potenzial in den Menschen steckt, aber was auch in dem Projekt steckt und dass es sich doch mal lohnen würde, uns auch zu unterstützen. Als Service für alle angehenden und bereits angekommenen Neuberliner hat Nadja noch ein paar Tipps für Dinge, die man sich hier auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Food-wise, you know, I've remained, I guess, after living 25 years, 30 years outside France, I'm missing French food. And where I want to have a good steak frite or merguez, I go to chez Michel in Adalbertstraße. Over the years, as the editor-in-chief and you know, working with ExBerliner and being a film fan myself, we've been cooperating with many cinemas, and my favorite cinema could be around here, definitely Lichtblick in Kastanienallee. Art-wise, there's so many amazing places in Berlin. One I've discovered recently is the Rheinbeckhallen. They have a very interesting foundation and always amazing exhibition there. And you can hang out by the Spree afterwards and get, you know, coffee, tea, beer. I mean, it's a very interesting place. I think that most newcomers would love to. Schön war es in Mitte. Dass man hier wunderbar ausgehen, shoppen, flanieren und auch chillen kann, das wussten wir natürlich vorher schon. Und dennoch gab es wieder ein paar richtig tolle Insights ins Berliner Kiezleben. Wenn euch diese Folge Einfach Dein Kiez gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Weitere Folgen sowie unser Branchenspecial findet ihr hier drüben.